Da ist die Küche abgebrannt. Leute, besucht diesen Ort nicht. Die Decke kommt immer weiter runter. Ich brauche die Tagebücher, Mann. Was passiert hier? Wir müssen schnell weg. Ja. Nein. Dal! Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya Shababs. Ich hoffe, das letzte Video hat euch gefallen. Falls ihr daran interessiert seid, erster Link in der Beschreibung. Aber heute geht es um ein anderes Thema, und zwar Kannibalismus. Also holt euch einen Drink oder Snack, auf jeden Fall nichts Fleischiges, denn vielleicht würde den ein oder anderen übel werden. Schließt eure Vorhänge und genießt das Video. Es handelt sich um einen Vorfall, der vor ungefähr 21 Jahren stattfand. Und zwar geht es um den berühmt-berüchtigten Kannibalen von Rothenburg, Armin Meiwes, dessen Haus wir auch besichtigen werden. Aber erstmal ein paar Fakten. Manche von euch fragen sich sicherlich, wer ist dieser Armin Meiwes und was hat er getan? Das erzähle ich euch jetzt. Armin Meiwes ist am 1. Dezember 1961 in Essen geboren. Sein Vater hat die Familie verlassen, als er noch 8 Jahre alt war. Was ein Ehrenmann. Anschließend sind seine beiden Halbbrüder nach Berlin umgezogen, weshalb Meiwes alleine mit seiner Mutter in Essen-Holsterhausen aufgewachsen ist. Als Meiwes das Alter von 12 Jahren erreicht hatte, entwickelte er die ersten kannibalistischen Fantasien. Durch seine eigenen Aussagen wurde er von der Verfilmung des Romans Robinson Crusoe inspiriert. Nach seiner Hauptschule und seiner abgebrochenen kaufmännischen Ausbildung verpflichtete Meiwes sich 1981 für 12 Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Dort war er die meiste Zeit in der nordhessischen Rothenburg an der Fulda als Stationierter tätig. Dort lebte er mit seiner Mutter in einem großen Haus in Rothenburg-Wüstefeld. Wo genau, werden wir euch dann zeigen. Im Nachhinein absolvierte er eine Ausbildung zum Unteroffizier und Verwaltungsfachangestellten und beendete seinen Dienst als Oberfeldwebel. Einige Zeit später war er ein Computertechniker für ein Bankrechenzentrum in Kassel tätig. Nachdem Meiwes Mutter 1999 verstarb, suchte er sich durch das Internet Kontakte zu Menschen, die bereit waren, als Kannibalismusopfer zur Verfügung zu stehen. Im Februar 2001 lernte er dann den damals 43-jährigen Diplom-Ingenieur Bernd Jürgen Brandes kennen. Brandes wuchs als Sohn eines Ärzte-Ehepaars in Berlin auf, studierte dort Elektrotechnik und arbeitete später als Ingenieur bei einem großen Kommunikationskonzern, und zwar bei der Siemens AG in Berlin. Auf wechselnde Beziehungen in der Studienzeit zieht der Ingenieur auch mit seiner Frau zusammen. Letztendlich erkennt er seine homosexuellen Neigungen und wendet sich Männern zu und sucht feste Kontakte. Dabei will er, dass ihm Schmerzen zugefügt werden und bietet schließlich sein ganzes Hab und Gut an, um entmannt zu werden. Er leidet anscheinend an sexuellem Masochismus. Das ist eine Variante des sexuellen Erlebens, bei dem die volle sexuelle Befriedigung mit dem Erleiden von Demütigung, Schmerz und Qual einhergeht. Am 9. März 2001 trafen sich Meiwes und Brandes am Kasseler Bahnhof und fuhren anschließend zu Meiwes sein Haus in Rothenburg-Wüstefeld. An dem Tag hat auch Brandes einen Arbeitstag vorgetäuscht. Meiwes trennte Brandes Fleisch mit Bissen, was er sich ursprünglich selbst gewünscht hatte. Digga, what? Nachdem dies nicht geklappt hat, nahm Brandes Schlaftabletten und Hustensaft zu sich, wie die Rapper, um seine Müdigkeit hervorzurufen, damit Meiwes den Plan mit einem Messer fortführen konnte. Nach der Abtrennung seines Gliedes, ihr wisst schon, Gliedes, ließ Meiwes Brandes mehrere Stunden ausbluten. Letztendlich beendete Meiwes Brandes Leben mit einem Stich in den Hals, so richtig Gillette-Abdi-Style. Meiwes zerlegte die Leiche und froh Fleischstücke für den späteren Verzehr an. Safi, Bruder, ich friere normalerweise Rind und Hühnchen ein, aber der Typ hat erstmal eine ganze Person im Kühlschrank. Holy shit, Mann. Naja, zurück zu Meiwes. Am 10. Dezember 2002 wurde er nach der Hausdurchsuchung verhaftet. Die Polizei kam durch einen Hinweis eines Studenten aus Innsbruck, der auf eine Kontaktanzeige von Meiwes aufmerksam geworden war. Er wurde in JVA Kessel-Wellheiden eingewiesen. Anschließend wurde er am 30. Januar 2004 für 8,5 Jahre Freiheitsstrafe verurteilt. Nach der Tat untersuchte ein Psychiater Meiwes und es stellte sich heraus, dass er an Minderwertigkeitskomplexen leidet. Das heißt, er hat ein stark ausgeprägtes Gefühl der Unterlegenheit. Meiwes erzählt bei einem Interview, dass Brandes die Abtrennung von seinem Glied und den Verzehr von ihm eingewilligt hatte. Ich habe hier die Chatprotokolle von Bernd Brandes und mir und möchte eigentlich jetzt nur praktisch das vorlesen, was Bernd Brandes mir geschrieben hat. Dann hoffe ich bloß, dass du nicht schlapp machst und es wirklich durchziehen kannst und somit auch kein Problem damit hast, mich um die Ecke zu bringen dabei. Soll ja für dich kein Albtraum nach der Erfüllung des Traumes werden. Von mir wird keiner wissen, wohin ich verschwunden bin. Ich bin überhaupt nicht nervös, nur tierisch geil darauf, endlich mein Lebensziel zu erreichen.
Solltest vielleicht auch eine Videokamera mitlaufen lassen, damit du es noch einmal genießen kannst. Er sagte ebenfalls, dass er nicht mehr an diesen Ort zurückkehren würde. Unter den ganzen Einwohnern ist die Geschichte des Kannibalen nur noch ein seltenes Gesprächsthema. Es sei denn, die Polizei ist wieder mal vor der Haustür, denn es wird dort oft eingebrochen. Ein Wüstenfelder sagte, wegen uns könnte er nach der Haft zurückkehren, da er ein zuvorkommender Mensch war. Allerdings ist das Haus von Maivis nicht mehr bewohnbar. Vor einigen Jahren gab es dort einen Brand und die Lehmdecke des Fachwerkhauses seien teilweise eingestürzt. Das Haus besitzt insgesamt 23 Zimmer. Im Haus findet man sehr viele Kinderbilder, die von einem Katalog rausgeschnitten worden sind. In der ersten Etage befindet sich eine Badewanne, in dem sich das Opfer blutend befand. Ebenfalls befindet sich dort das Zimmer von Maivis Mutter. Aber wir werden es selber sehen, wenn wir dieses Haus besuchen. Und zwar jetzt. Let's go. Wir sind jetzt auf dem Dreh zum Haus des Kannibalen von Armin Maivis. Wir fahren jetzt von der zweiten Folge, die wir gedreht haben, nämlich vom Bad Kissingen. Und jetzt geht es zum Haus von Kannibalen an Rothenburg an der Fulda. Ich bin immer noch voll auf Adrenalin, mein Herz pumpt, Alter. Das Sanatorium würde ich mal gerne ausgiebig filmen. Wo wir reingegangen sind, ist von einem Nachbar das Licht ausgegangen, das direkt daneben war. Jemand hat uns gesehen, hat das Licht ausgemacht und dann mussten wir auch raus, weil das ist so eine Kalkulation, verstehst du? Du musst kalkulieren, Bruder. Verstehst du? Kalkulation. Mathematik mal Mathematik. Verstehst du? Wie viel braucht er? Wie viele Minuten? Wie lange hier? Wie lange brauche ich raus? Verstehst du? Kalkulation. Michael Scofield-Style. Verstehst du? Ich melde mich dann wieder, wenn wir am Rothenburg an der Fulda sind. Check mal Charas da. Zu Armin Maivis sein Haus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was passiert hier? Wow, Digga. Wow, Digga. Okay. Wow. Wow. Boah. Okay, wir müssen schnell sein. Wir sind jetzt im Armin Maivis sein Haus. Wir suchen die Tagebücher. Lost Place, Regel Nummer 1, wer was mitnimmt, hat kleine Eier. Aber wo sind die? Das sind Kleidungen und so. Okay, wo sind die Tagebücher? Junge, da vorne sind Autos. Boah, schau mal da oben, film mal da oben. Wie gefährlich das ist. Film mal da hoch. Schau mal, die Decke ist schon reingekommen. Und hier steht da, danke. Armin. Tamam. Boah, Vorsicht. Stopp, da ist die Küche abgebrannt. Okay, wo sind die Tagebücher? Ich habe nur Angst, dass da irgendwo ein Loch ist oder so. Boah, film mal da rein. Film mal da rein, schnell. Ich brauche die Tagebücher, Mann. Was passiert hier? Was ist hier alles drin, Digga? Hier sind Zeitschriften auf jeden Fall. Okay. Was ist hier? Er war ja ein Technikfreak, ne? Er war definitiv ein Technikfreak, das siehst du. Okay, wir müssen schnell sein. Was ist hier, Digga? Festplatten und alles Mögliche. Schau mal hier, Motherboards. Telefonanlage. Bruder. Papierkram. Boah, ist das cringy. Er war auf jeden Fall ein krasser Techniker. Wir nehmen nichts mit. Wir lassen alles so, wie es ist. Wir lassen alles so, wie es ist. Ich stelle mich mal vor. Film noch ein bisschen hier so. Wir können ja auch hier ein bisschen so mit der Ding abfilmen. Mit der Insta. Was ist das? So Tresor mehr so. Oh, das ist ein fettes Schließfach. Okay. Irgendwelche CDs, Bruder. Okay, wir müssen uns beeilen. Okay, yalla. Gibt's hier Tagebücher? Guck.
Nach Tagebüchern. Wo waren die, Yusuf? Hä? Ja, Zeitung, ja, aber ich brauche die Tagebücher. Komm, komm, komm. Film noch mal da rein. Das Wohnzimmer von ihm. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wow, wow, wow. Hier ist die Goldgrube. Okay, hier müssen wir schnell sein. Hier müssen wir schnell sein. Tagebücher, guck nach den Tagebüchern. Okay, okay. Hä? Was? Ja, die Decke kommt runter. Leute, besucht diesen Ort nicht. Die Decke kommt immer weiter runter. Hier auch, guck mal, da ist sie schon unten. Da oben alle. Wo sind die Tagebücher, Mann? Welcher Kitsch hat die Tagebücher genommen? Maivis, Mann, du Kitsch. Wo hast du deine Tagebücher versteckt? Okay, Bruder. Komm mit, Yusuf. Pass auf, dass du nicht an den Kabel hängen bleibst. Yalla, yalla, yalla. Warte, stopp. Vorsicht. Da oben geht's noch irgendwo hin. Hoch können wir nicht. Das ist zu gefährlich, Bruder. Und hier ist alles zu. Da ist noch ein Keller. Zum Keller. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich? Wie gefährlich, Habibi? Warte mal. Ich mache die GoPro rein. Die Insta. Warte kurz. Okay. Oh. Shit, Bro. Okay, ich denke, das war's. Yusuf, was machst du, Digga? Yusuf, steh hier, fotografiere hier. Hier? Was ist hier? Okay, okay. Hier gibt's nichts Besonderes. Die Decke ist krass. Die Decke ist hier komplett offen. Okay, ich filme da kurz rein. Und dann hauen wir ab. Okay. Ja, yalla. Film da kurz hoch. Vorsicht. Vorsicht, nicht hängen bleiben. Okay, 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 okay. Nicht so tief. Okay. Halt. Wir müssen schnell weg. So, komm. Komm so. Vorsicht, pass auf die Kamera auf. Ich warte auf dich, langsam. Langsam. Hast du's? Okay, komm, 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 komm. Hast du kein Foto von uns? Doch, 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 machen wir. Jo, Leute. Checkt ab das Video. Wir waren jetzt auch bei Armin Maivis. Wir gehen schnell weg, die Nachbarn sind wach. Hier sind über 20 Autos vor Maivis sein Haus in der Hinterseite. Jalla, Jungs, bevor die Bullen kommen. Jalla. Ey, komm. Vorsicht. Vorsicht. Allahu Akbar. Yalla, yalla, yalla. Wir müssen schnell weg. Scheiß auf unauffällig, Motherfucker. Schlüssel! Da! Mach dir Licht aus. Wir müssen schnell weg. Kein Bock auf Haus. Da waren so viele Autos, so viele Nachbarn waren wach. Ich musste enorm schnell sein. Ich bin heute Nacht mit Paranoia unterwegs gewesen. Bevor ich heute los bin, dachte ich mir, das wird eine chillige Nummer. Was chillige Nummer? Ich war jetzt nach der ersten Polizeiaktion, ich war Paranoia, Bruder. Aber Alhamdulillah, die erste Staffel ist abgedreht. Euch erwartet in der zweiten Staffel bekannte Gesichter aus YouTube Deutschland. Welche das sind, werde ich euch noch nicht verraten. Es sind auf jeden Fall stabile Shababs. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr euch diese Staffel gegeben habt. Und ich freue mich auf die nächste Staffel mit euch. Wenn dir das gefallen hat, was du gesehen hast, lass ein Abo da oder lass auch kein Abo da. Kommentiert oder kommentiert nicht. Das kostet dich kein Geld. Mich unterstützt das. Easy. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, die Legacy geht weiter. Easy. Und wir sehen uns in der Staffel 2. Assalamu alaikum. Easy.
bei Allah, ne? Ich schwör auf alles, ich übertreibe nicht, ne? Die kam doch gerade hier rein, oder? Das war nicht da, Bruder. Nein. Wallah, das war nicht da.